Der neue Inthos Shop verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionen. In diesem Video erfahren Sie alles über das Inthos Content Center. Für den neuen Shop haben wir über 6000 Artikel mit mehr als 450 technischen Eigenschaften angereichert. Damit wir Ihnen diese Daten auch zur Verfügung stellen können, musste die Funktionalität des alten FTP Centers erweitert werden. Das Content Center, kurz ICC, ist der Nachfolger vom FTP Center. Es steht Inthos-Kunden exklusiv zur Verfügung und bietet einzigartigen Content für ihren Geschäftserfolg. Das Portal ist unabhängig vom Inthos Shop. Dies ermöglicht maximale Flexibilität bei der Erstellung regelmäßiger, individuell anpassbarer Datenexporte in viele Datenformate. Sie erreichen das ICC über das Service Center oder direkt über content.inthos.de. Um das ICC nutzen zu können, benötigen Sie zunächst einen regulären Shopzugang. Nach einer einmaligen Registrierung können Sie das ICC uneingeschränkt nutzen. Verwenden Sie für die Registrierung bitte die E-Mail Ihres Shopzugangs. Nach dem Login erscheint Ihr persönliches Dashboard. Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre letzten Exporte, Ihren Account und die FTP-Verbindungsdaten. Unter Dateien finden Sie die maximal 3 zuletzt für Sie erstellten Dateien. Sie können diese manuell herunterladen oder löschen. Bei Ihrem ersten Login ist dieser Bereich leer. Über den Button Export anfordern werden sofort alle konfigurierten Dateien neu erstellt, auf dem FTP abgelegt und zusätzlich an die hinterlegten E-Mail-Adressen versendet. Im Bereich Konfiguration können Sie Ihre Daten entsprechend Ihren Anforderungen frei konfigurieren, E-Mail-Adressen verwalten und Intervalle festlegen. Beginnen Sie zunächst mit der Basiskonfiguration und wählen Sie einen Dateinamen. Sie können den Dateinamen mit Variablen, wie beispielsweise Datum, dynamisch erstellen lassen. Unter Dateityp haben Sie die Auswahl zwischen Excel, CSV, XML oder JSON. Das Intervall legt fest, in welchem Stundenrhythmus die Exportdateien erzeugt, auf dem FTP abgelegt und versendet werden sollen. Optional können Sie auch eine Uhrzeit festlegen, an der immer ein Export erstellt werden soll. Über die Zusatzfunktionen rechts können Sie die neuen Eigenschaften zu Ihrem Export hinzufügen, HTML-Tags aus den Beschreibungstexten entfernen oder alles als ZIP-Datei komprimieren lassen. Ausführliche Informationen zu allen Funktionen stellen wir Ihnen über die Info-Icons, eine PDF-Anleitung oder direkt im ICC zur Verfügung. Mit der E-Mail-Konfiguration können Sie bis zu 5 unterschiedliche E-Mail-Adressen hinzufügen oder löschen, an die die Dateien versendet werden sollen. Wird keine E-Mail-Adresse eingerichtet, wird die Exportdatei lediglich auf dem FTP abgelegt. Mit der Attributkonfiguration bestimmen Sie, welche Attribute Sie exportieren lassen wollen. Sie können diese individuell zusammenstellen oder pauschal alle Attribute hinzufügen. Selbstverständlich können Sie Attribute jederzeit hinzufügen, die Position im Export verändern oder löschen. Um den Export noch besser an Ihre Systeme anpassen zu können, haben Sie auch die Möglichkeit, Prä- und Suffixe für jedes Attribut zu vergeben. Abschließend wählen Sie die Hersteller, für die Sie die Daten exportieren wollen. Auch hier können Sie pauschal alle verfügbaren hinzufügen oder eine individuelle Liste erstellen und verwalten. Bitte vergessen Sie nicht, Änderungen zu speichern. Um die Konfiguration zu löschen, nutzen Sie den Button Gesamte Konfiguration löschen. Statt einer individuellen Konfiguration haben Sie auch die Möglichkeit, mit einer Beispielkonfiguration zu starten. Nutzen Sie hierfür den entsprechenden Button. Selbstverständlich können Sie auch diese Konfiguration Ihren Anforderungen entsprechend anpassen. Ab sofort werden die von Ihnen konfigurierten Dateien im gewählten Intervall auf dem FTP abgelegt und an die eingerichteten E-Mail-Adressen versendet. Sollten Sie weitere Unterstützung bei der Nutzung des ICC benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Sie erreichen unser Shop-Team unter shop@inthos.de. Inthos Elektronik AG. Immer eine Kabellänge voraus.